Versetzen wir uns in ein Land, lange vor der Ära der Pyramiden. In eine Zeit, als der Nil noch ruhig durch vereinzelte, einfache Dörfer floss, in der die Menschen den fruchtbaren Boden bestellten, an den Flussufern jagten und ihre Toten mit geheimnisvollen, tief verwurzelten Ritualen bestatteten. Vor 4300 Jahren war die Zeit der großen Pharaonen noch nicht angebrochen. Und doch wurden in der Stille dieser fast vergessenen Ära bereits die Fundamente für eine der bemerkenswertesten Zivilisationen der Menschheitsgeschichte gelegt. Welche Geheimnisse sind in dieser Zeit vor den Königen verborgen? Welche Hinweise schlummern in den Fragmenten von Keramik, in uralten Gräbern und in verblassten Felszeichnungen? Heute reisen wir zurück in die prädynastische Zeit. Ein Zeitalter, das oft übersehen wird, aber von entscheidender Bedeutung ist, um zu verstehen, wie sich Ägypten von kleinen Gemeinschaften zum ersten Nationalstaat der Welt wandelte. Um das Mysterium Ägyptens vor den Pharaonen zu begreifen, müssen wir zunächst die Welt der späten Jungsteinzeit verstehen. Vor etwa 6000 Jahren ließen sich Bauerngruppen dauerhaft entlang des Nils nieder. Der Fluss bot ihnen nicht nur fruchtbares Land durch seine saisonalen Überschwemmungen, sondern auch eine reiche Tierwelt. Über Jahrhunderte hinweg wuchsen diese Gemeinschaften und wurden immer komplexer. Vor 400 Jahren war Ägypten in verschiedene kulturelle Regionen geteilt, wie Oberägypten im Süden und Unterägypten im Norden. Archäologen haben markante Kulturen wie die Badari, Nakada und Amratien-Kultur identifiziert, von denen jede ihre eigene charakteristische Keramik, Werkzeuge und Bestattungspraktiken hinterließ. Diese Funde offenbaren eine allmähliche Verschiebung hin zu einer sozialen Hierarchie. Obwohl wir Ägypten oft als das Land der Pharaonen betrachten, gab es noch keine monumentalen Pyramiden. Stattdessen lag die Macht dezentral bei Dorfältesten, lokalen Häuptlingen und einer aufstrebenden Kriegerelite. Rivalitäten zwischen den verschiedenen Regionen schufen Spannungen, die Ägypten eines Tages zur Vereinigung treiben sollten. Dies war die Bühne, auf der sich die prädynastische Geschichte Ägyptens abspielte. Alltagsleben am Nil. Das Leben im prädynastischen Ägypten wurde vollständig vom Rhythmus des Nils bestimmt. Die Bauern pflanzten Gerste und Weizen, nachdem die Flut zurückgegangen war und fruchtbaren Schlamm hinterlassen hatte, während Hirten Rinder, Schafe und Ziegen züchteten. Frauen spielten wahrscheinlich eine zentrale Rolle bei der Nahrungsmittelproduktion und der Weberei, während Männer Flusspferde und Krokodile jagten oder in den reichen Gewässern des Flusses fischten. Kunst und Symbolik. Die Menschen dieser Epoche hinterließen beeindruckende Artefakte. Keramik, verziert mit Wellenlinien, Booten und Tiermotiven, deutet auf eine symbolische Bedeutung hin, die über den reinen Nutzen hinausgeht. Elfenbeinfiguren und kosmische Paletten lassen auf rituelle Praktiken schließen, die möglicherweise mit Fruchtbarkeit oder Schutz in Verbindung standen. Frühe Bestattungspraktiken. Eines der faszinierendsten Fenster in das prädynastische Ägypten findet sich in seinen Gräbern. Im Gegensatz zu früheren, einfachen Bestattungen enthielten viele Gräber aus der Zeit um 430 Jahre vor Christus. Grabbeigaben, Schmuck, Waffen und sorgfältig arrangierte Körper. Einige Skelette zeigen Spuren einer bewussten Positionierung, ein entscheidender Hinweis, der die späteren, hochkomplexen Mumifizierungspraktiken der Dynastien bereits vorwegnimmt. Der Aufstieg der Eliten. Archäologische Entdeckungen wie das berühmte bemalte Grab in Hierakonpolis offenbaren deutliche Anzeichen einer sozialen Schichtung. Wandmalereien zeigen Boote, Tiere und möglicherweise sogar Szenen kriegerischer Auseinandersetzungen. Dies deutet darauf hin, dass bestimmte Individuen einen besonderen Status innehatten und eine Autorität ausübten, die weit über ihr eigenes Dorf hinausging. Wie der renommierte Ägyptologe Dr. Toby Wilkinson treffend bemerkte: Die Saat der ägyptischen Königsherrschaft wurde in der prädynastischen Zeit gesät, in der Rivalität zwischen konkurrierenden Häuptlingen. Konflikt und Vereinigung.
Der Wettbewerb um Ressourcen, Territorium und Prestige führte wahrscheinlich zu Konflikten zwischen den regionalen Mächten. Symbole wie der Falke und die Kobra tauchten auf, sie sollten später zu den Wappentieren von Ober- und Unterägypten werden. Durch das Studium zeremonieller Keulenköpfe und geschnitzter Paletten erkennen Historiker die Anfänge des Königtums. Führer demonstrierten ihre Macht nicht nur durch Reichtum, sondern zunehmend durch Symbole göttlicher Autorität. Die spirituelle Welt. Die Menschen vor 4300 Jahren waren tief spirituell. Feldzeichnungen zeigen Prozessionen, Rituale und Tiere von symbolischer Bedeutung. Sie glaubten möglicherweise an Schutzgeister, Fruchtbarkeitsgottheiten und die heilige Kraft von Tieren wie Stieren und Krokodilen. Diese frühen Glaubensvorstellungen legten das Fundament für das große Pantheon der Götter, das später die ägyptische Religion dominieren sollte. Heute setzen Archäologen die mühsame Arbeit fort, diese schwer fassbare Periode zusammenzusetzen. Städten wie Hierakonpolis, Abydos und Naqada haben Friedhöfe, zeremonielle Artefakte und sogar die frühesten bekannten Darstellungen ägyptischer Herrscher preisgegeben. Doch die prädynastische Ära bleibt ein Puzzle mit vielen fehlenden Teilen. Zu den modernen Herausforderungen gehören die Konservierung äußerst zerbrechlicher Artefakte, der Schutz wichtiger Stätten vor Plünderungen und die schwierige Interpretation von Beweisen ohne schriftliche Aufzeichnungen. Jede neue Entdeckung, sei es ein Fragment bemalter Keramik oder ein vergessener Grabhügel, kann unser Verständnis davon, wie die ägyptische Zivilisation entstand, komplett verändern. Was könnten wir noch über Ägypten vor den Pharaonen entdecken? Viele Experten glauben, dass fortschrittliche Bildgebungstechnologien, DNA-Analysen von antiken Überresten und Satellitenvermessungen der Wüste bald neue Geheimnisse lüften könnten. Vielleicht werden wir eines Tages einzelne Herrscher identifizieren, die Narmer, dem ersten historisch anerkannten Pharao, vorausgingen. Die Zukunft der Forschung liegt nicht nur in der Ausgrabung, sondern in der Zusammenarbeit zwischen internationalen Teams und den lokalen ägyptischen Gemeinschaften. Jeder Schritt bringt uns näher an die Erkenntnis, wie gewöhnliche Bauern, Jäger und Häuptlinge den Bauplan für eine der beständigsten Zivilisationen der Geschichte schufen. Ägypten vor den Pharaonen wird oft übersehen, ein schattenhaftes Zeitalter, verborgen zwischen der Vorgeschichte und der aufgezeichneten Geschichte. Und doch wurde genau in dieser Epoche das Schicksal Ägyptens geschmiedet. Die Rituale, die Kunst, die frühen Symbole der Macht, alles deutete auf die Geburt eines Königreichs hin, das eines Tages die Welt in Erstaunen versetzen würde. Wenn wir die stummen Keramikscherben, die Gräber vergessener Dorfbewohner und die Wandmalereien früher Häuptlinge betrachten, studieren wir nicht nur die Vergangenheit. Wir werden Zeugen des Augenblicks, in dem die erste große Nation der Menschheit Gestalt annahm. Die alles entscheidende Frage aber bleibt: Wie viel von dieser unglaublichen Geschichte liegt noch immer unter dem Wüstensand begraben und wartet darauf, von uns entdeckt zu werden?